glaube, Arbeitszeit insgesamt ins Lackkleid alleine waren ungefähr roundabout 100 Stunden. Tatsächlich, also das waren doch gute Arbeitswochen, die da so reingeflossen sind. Ich bin Paul Volkwarzen und ich habe eine Ausbildung zum Lackierer. Ich mache eine Ausbildung zum Lackierer, zum Fahrzeuglackierer, und das ist meine Simson Schwalbe K51, Baujahr 66. Also auf das Moped an sich bin ich eigentlich aufmerksam geworden durch eBay, sag ich mal. Ich habe viel Zeit auf eBay Kleinanzeigen verbracht. Und weiß nicht, man hatte so durchgestöbert, so Scheunfunde und sowas, was man dann eben mal so guckt, was interessant ist, was man nicht zu sehr original, was man eben nicht so verbastelt oder schweren Herzens nur. Und dann habe ich eben damals nur den Rahmen gefunden und das Blechkleid. So, das war so das Einzige, plus die Schwinge eben noch dazu. Da hat der Vorbesitzer damals schon angefangen, eben das Blechkleid hinten zu cleanen und zu spachteln und solche Geschichten. Und dann habe ich ihm das damals für super günstig Geld abgekauft, als es dann noch günstig war. Ja, dann habe ich mich angefangen, da selber mal ranzusetzen. Habe das dann aber auch ziemlich lange irgendwie schleifen lassen und so. Und seitdem stand sie dann da. So, erstmal nur in groben Stücken zusammengesetzt. Farbe und Idee kam nachher eigentlich durch die Ausbildung zum Fahrzeuglackierer. Die Aufgabe war damals, einen mobilen Werbeträger zu gestalten mit Effektlack, Designlackierung, Logo und solchen Geschichten. Und ich wusste, ich habe das Ding stehen. Mir fiel auch ehrlich gesagt nichts Besseres ein zu dem Thema. Ich wollte kein Auto machen oder sowas. Man hätte alles machen können, man hätte auch eine Bierkiste lackieren können, theoretisch. Und ich hatte damals eben gedacht, okay, eigentlich kannst du nur die Simson machen, weil die steht sowieso rum. Und du wolltest schon immer irgendwas machen, was man so noch nicht gemacht hat. Im Endeffekt weiß ich, es gibt es mittlerweile, aber ja. Und dann kam ich auf die Idee, okay, passt ja eigentlich alles ganz gut. Damals war sie auch schon angefangen umzuschweißen, also dass eben alles clean gemacht worden ist. Und dann hat man eben angefangen, sich damit auseinanderzusetzen, ne? Welche Farben, weil das, was wir machen sollten, brauchte auch immer einen Hintergrund. Warum diese Farbe, warum dieses Logo, warum dieses Muster. Im Endeffekt kam ich drauf, Schwalbe ist im Endeffekt, habe ich nicht gegoogelt und mich da informiert, ist Boten des Glücks. Fand ich sehr, sehr geil, so die Nachricht. Oder was es denn an Bedeutung hat. Boten des Glücks. Grün, absolute Glücksfarbe, Leben, sonst was und eben Ausstrahlung. Und also passte das ja eigentlich erstmal vom Thema ganz gut. Dann halt die Gardinenlackierung, die da eben auch noch mit drin ist, die man dann ja auch noch sieht, ist dann halt wieder Blumenmuster, also Florales. Und so, das spielt dann alles wieder mit rein, Natur, Leben, und deswegen passte das sehr gut. Dann konnte man als Lackierer dann wieder ein bisschen übertreiben, so mit Metal Flakes, Candy-Geschichten und nachher noch die geairbrushten Schwalben selber drauf, passt wieder zum Modellnamen, und das ist schon alles Hand in Hand, sag ich mal, was vom Kontext her. Deswegen passte das eigentlich immer alles ganz gut und man konnte das dann halt irgendwann so designen. Ich habe auch noch viele Zeichnungen gemacht vorher, wie man was setzen würde, weil man macht das ja nicht so auf dem Stegreif. Das ist das erste Mal, dass ich sowas überhaupt gemacht habe.
Also mit diesen ganzen Abklebearbeit, mit diesen ganzen Vorarbeiten allgemein. Genau, ja. Also ich glaube, wo ich irgendwann mal kurz gedacht habe, dass ich das echt wegschmeißen will und das neu machen will, war tatsächlich das Lufteinlassgitter, was ich damals eingeschweißt hatte. Das zu spachteln war der reinste Horror, tatsächlich. Also die ganzen Ecken und Kanten nicht durchzuschleifen, dass das auch vernünftig aussieht nachher und so. Es ist noch nicht 100%, aber es ist schon weitestgehend viel mal besser als davor. Wo ich ein bisschen stolz drauf bin, ist ja so ein bisschen die gravide Felge. Also ich habe das damals gesehen in dem anderen Simson-Video bei Sauerkraut tatsächlich. Von Creekman's Custom, glaube ich. Der hatte das auch. So, damals hat das, glaube ich, bei ihm gemacht. Und ich dachte, man will das ja nicht weggeben. Man kann es ja irgendwie auch selber. So, Dremel gekauft, irgendwann aufgezeichnet, auch so ja, Jugendstilmuster und so. Und dann eben ja, versucht zu gravieren. Es hat Stunden gedauert und war auch ewig lang und auch er darf kein Tatter haben und gar nichts und so, aber ja doch, hat schon Spaß gemacht. Also das ist schon wieder eine andere Nummer dann, ne? Wieder auch, was man eigentlich nie gelernt hat, irgendwie doch umgesetzt. Und das ist irgendwie ganz cool. Ich sag mal, an dem Moped gibt es natürlich noch viele kleine Baustellen, die man abarbeiten will. Ich sag mal, eine Baustelle, die mich persönlich jetzt über die Wochen gestört hat, war ein Auspuff, auf jeden Fall. Motor, dass er nicht vernünftig läuft, nicht so wie man will, weil er jetzt schon lange tot gestanden hat mit der Zeit. Ja, so Kleinkram dann eben noch, so ne? Details wie Schrauben, die man noch ersetzen müsste. Tank ist auch noch ein großes Thema, wie fertigt man die Tank an, wohin am besten, auch so, dass es dann nachher wieder mit den anderen Komponenten passt. Ja, das sind dann so die Baustellen. Warum überlegen, einen anderen Lenker zu verbauen damals? Ich habe damals tatsächlich einen Lenker gebaut, diesen Ape-Hänger, wie von den Harleys früher, weil es eben zur Lackierung passen würde und vom Gesamteindruck her. Hat sich aber nachher erwiesen, dass es vielleicht doch nicht so gut wäre. Vielleicht macht man das dann nochmal so als eine kleine Idee. Ich sag mal, andere Projekte ist dann, also da waren natürlich früher noch viel mehr. Jetzt ist zum Beispiel ein Ausgangsprojekt, was unbedingt nächstes Jahr fertig werden soll, weil es vorbereitet werden soll auf die Hamburger Motorradtage, weil man da letztes Jahr ausgestellt hat oder dieses Jahr ausgestellt hat mit der Simson. Ist das nächste Projekt ein bisschen was Größeres und nicht wieder was Kleines. Deswegen eben die BMW K100 zum Beispiel, weil sie ist oft umgebaut, sie ist beliebt, aber sie ist noch nie so umgebaut. Also viele behalten den Tank zum Beispiel oder sowas. Oder ich weiß nicht, ich dachte, okay, kann man machen, aber mal was anderes bringen wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Und da ich immer sehr gerne mit so Stilelementen gespielt habe, so eben, weiß nicht, dieser Cobra-Tang, so, das beugt sich der ganzen Linie nochmal. Diese Linie ist, ohne den Rahmen zu ändern, das finde ich sehr, sehr gut, ist diese ganze Linie einfach viel schöner. So, sie ist ein bisschen tiefer gekommen, vorne die Gabel ein bisschen tiefer, das kommt noch alles weg und so. Er hat nachher einen viel sportlicheren, schlankeren, schöneren Designfluss, so ein paar dezentere Linien. Und das ist immer ganz schön, wenn man auch mal, ja, ich sag mal, was viele Leute schon angefangen haben zu verändern, nochmal eine ganz, ganz andere Richtung ändert, indem man halt nochmal was Gewagteres macht. Ich sag mal, BMW ist ja sowieso relativ kreativ, so auch mit ihren Umbauten und solche Sachen. Aber ich dachte, vielleicht setzt man da nochmal ein anderes Statement mit. So, tatsächlich. Also, genau. Und meine Zündab DB200 von 57, die gibt es natürlich auch noch. Ich habe das damals gesehen, das hat ein Schweizer Umbauer gemacht oder ein Motorradbauer. Darf ich den Namen sagen? Shakalaka Choppers oder so, meine ich, hieß der. Und der hat damals auch eine Zündab DB200 umgebaut, auch zum Chopper. Also kleinerer Tank, hoher Lenker und eben nur so ein schnödes Blech hinten. Total geil. Und ich dachte, das kann ich auch, aber halt nochmal anders. Da kam tatsächlich die Idee vom Rahmen her und dieser Schwung unten und so. Das ist dann wieder angelehnt an West Coast Choppers von Jesse James, dieser Golddigger Chopper und so. Und das ist halt Learning by Doing, ne? Also noch nie anders
Also ich habe es noch nie gelernt, wie man sowas macht eigentlich, Rohre biegen und so eine Kacke. Deswegen ist, und das ist wieder auch so, man will lieber was anderes machen. So, viele würden sagen, okay, verhunzt nicht den ganzen guten alten Kram, so, weil das halt irgendwie Historie hat, Nachkriegsfahrzeug und sowas. Aber im Endeffekt denke ich mir, okay, es gibt noch genug. Das eine Ding fällt nicht auf, wenn es fehlt. So, deswegen auch wieder kreativ ausgetobt. Ist jetzt auch wieder viel umgebaut. Ich meine, Schutzblech ist von einer Honda, eigentlich Frontblech. Tank ist von der SR2 tatsächlich. Auch nur eingedellt, damit man diesen Indian Larry Chopper Look hat. So. Und dann der ganze Rahmen halt vorne geändert, das Rohr komplett geändert. Und nachher kriegt das auch noch so eine Schwedengabel und so. Also es wird auch nochmal komplett brutal, das Ding. So, genau. Und dann auch wieder aufwendig lackiert. Ich denke mal, Lackierung wird auch im Vordergrund stehen, was das hauptsächliche Ding betrifft, weil man eben Lackierer ist. So, deswegen, ja. Autoprojekte. Ich sag mal, man hat ja doch welche da. Wenn man den Porsche jetzt sieht, also es sieht natürlich noch unschön aus auf den ersten Blick, aber ich sag mal, man sieht ja immer mehr drin als vielleicht jetzt im ersten Moment. Auf jeden Fall Wichtigkeit ist auf jeden Fall drin. Nur zeittechnisch wird es natürlich jetzt noch ein bisschen eng so, weil man natürlich viel anderen Kram auch nebenbei noch hat und dann noch andere Aktivitäten dazu. Aber ja, doch, also Porsche und der muss auf jeden Fall wieder, und dann auch eben in den Tuning-Bereich so. Ein bisschen tiefer, ein bisschen edler. Ja. Ich denke mal, wem ich auf jeden Fall danken will, ist so irgendwo meiner Firma tatsächlich. Ich sag mal, irgendwo war positiv und negativ. Irgendwo kam immer der leichte Gegenwind, so, würde ich nicht machen. Lackier doch nur einen Motorradtank und dann kriegst du auch schon eine 1 und dann ist es gegessen. So. Und andererseits wollte man denen auch beweisen, nee Leute, das kriegt man hin. Das kriege ich hin. Das hat noch niemand gemacht, so aus der Firma. So mit Candy und Metal Flakes und Airbrush, so auf die aufwendige Tour. Weil ich hätte theoretisch ja auch nur ein Blech davon machen können, nur den Panzer oder so. Und dann wäre das schon eine gute Note gewesen, sag ich mal, für die Schule da oder so, für die Ausbildung. Aber wenn, dann will man ja gleich was richtig Gutes starten. Und das war, glaube ich, immer so positiv, negativ, aber eigentlich immer eine gute Richtung. So, also war nie so das Böse gemeint irgendwie oder man, weiß nicht, lächerlich gemacht worden ist mit dem Punkt. Also dann kam man eigentlich auch nur meiner Familie, dass er den ganzen Scheiß hier mitmacht, würde ich mal behaupten. Ja, ich meine, man hat so viel böse Geister hier, so nach dem Motto, dass es zu viel wird oder dass man sich gesagt hat, willst du nicht doch lieber einen Schritt zurücktreten, verkauf doch mal was oder so. Aber im Endeffekt, wenn die Leute das dann selber sehen, dann war das auch immer, ne, ist gut. Und das war auch nicht verkehrt, dass man es dann doch so durchgesetzt hat. Also doch, da kann man gutes Lob an die Familie aussprechen, denke ich. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, dass ihr irgendwie da wart, dass ihr euch dafür interessiert habt, euch das Video angeguckt habt. Wenn euch das gefällt, lasst gerne mal ein Like da, kommentiert das fleißig und vielen Dank an das Sauerkrauts-Team, dass die heute hier waren und einen wichtigen Tag begleitet haben da und das so geile Aufnahmen gebracht haben. Doch, vielen Dank. Tschüss und Ahoi.